Nun ist es offiziell. Sid gehört jetzt zum Netzwerk der Fuchsmühle. Zu 12 sind sie als Land-WG gestartet. Jetzt sind es mehr als 40. Sie alle vereint der Traum von einer anderen, einer neuen Form des Zusammenlebens, der Gemeinschaftlichkeit. Im nordhessischen Waldkappel und den umliegenden Ortschaften haben sie eine neue Heimat gefunden. Hier soll es gelingen, das andere Leben. So sah es im Frühjahr 2021 in der Scheune der Fuchsmühle aus, als die ersten hier einzogen. Das ist schon ein gelebtes Experiment natürlich. Auch mit unbefristeter Laufzeit. Ja, ich glaube, hier können coole Sachen entstehen. Fuchs, Fuchs, Fuchs! 12 junge Menschen aus verschiedenen Teilen Deutschlands, die eine neue Form des Zusammenlebens ausprobieren. Raus aus der Stadt, ökologisch leben ohne Profit. 2 Schlafzimmer für 12 Personen, gemeinschaftlich genutzte Arbeitsräume. Alles teilen, vom Bad bis zu den Klamotten. Wie gelingt Gemeinschaft und wie wird eine aussterbende Region wieder lebenswerter? Das wollen sie herausfinden. Das stand ja 14 Jahre lang leer hier alles und also genauso wie ganz viel anderer Raum so einfach ungenutzt rumsteht und eigentlich ja einfach so die Leute fehlen, die es anpacken. Die Neuankömmlinge in der hessischen Provinz haben es angepackt. Nicht nur die Fuchsmühle erworben, sondern auch die leerstehende Schule gemietet, um hier Ideen für mehr Gemeinschaft im Ort umzusetzen. Die meisten Jungen auch noch nie in so einer großen Gruppe zusammengelebt. Ja, und da haben wir gesagt, was kann da schiefgehen so, ne? Frühjahr 2023. Die Fuchsmühlengruppe hat zu einem Pop-up-Café auf dem Marktplatz von Waldkappel eingeladen. Was drin? Wurde mir schon zweimal erzählt von diesem Projekt aus der... Also ich glaube, es sollte ein nettes Zusammensein einfach war angedacht. So ein gemütliches Willkommen zusammen, trinken Kaffee, essen ein bisschen Kuchen. Und inspirieren vielleicht Leute, die hier umherlaufen, dazuzukommen, was jetzt wahrscheinlich schwierig ist bei dem Wetter. Nicht alle lassen sich vom Regen abschrecken. Nach 2,5 Jahren kennen viele aus dem Ort die Zugezogenen rund um die Fuchsmühlen-WG. Die hat mittlerweile viele Ableger bekommen, rund 40 Menschen in 8 Wohngemeinschaften in Waldkappel und den umliegenden Orten. Wir machen einfach verschiedene Aktionen um irgendwie für ein lebendiges Waldkappel. Und das ist jetzt so eine Möglichkeit, denn auch in Kontakt zu kommen oder miteinander auch über das Thema Leerstand zu reden oder auch Nutzung von öffentlichen Räumen und wie man die halt gestalten kann. So, ne? Ja, aber es ist jetzt eher so was ganz... Wir hatten einfach Lust drauf, hier mal auf dem Marktplatz zu sitzen und nicht immer dann da drin oder so. Ja. Waldkappel, eine Kleinstadt in Nordhessen, rund 4.200 Einwohner. Das Thema Leerstand ist allgegenwärtig. Dass die Land-WG immer mehr junge Menschen angezogen hat, finden viele gut. Ja, also ich bin ja schon über 20 Jahre hier, komme auch nicht gebürtig von hier. Und es hat sich tatsächlich, also für mich auf jeden Fall was getan. Es sind Menschen hier, die ja, Leben reinbringen und ja, eine gewisse Lebendigkeit und mich damit ziehen. Mittlerweile haben sich auch Familien mit Kindern der Gemeinschaft der Fuchsmühle angeschlossen. So wie Ida.
Letztes Jahr im Herbst bin ich mit den Kindern hierher gezogen, gleichzeitig mit einer anderen Familie, die zufällig auch 2 Kinder hat, genau im gleichen Alter eigentlich. Also ich bin immer noch am Ankommen, glaube ich. Ich habe auch noch nicht alles genau verstanden. Das ist schon so ein Prozess und dann hier ankommen mit den Leuten und wie das alles funktioniert, mit der Food Coop und der Solavi und den Mieten und allem. Genau, es dauert auch. Mit so viel Nachfrage nach einer neuen Form des Zusammenlebens, auch von Familien, hatten die Fuchsmühlengründer zu Beginn nicht gerechnet. Also ich war auch teilweise echt berührt, so zu merken, wie schön, jetzt sind hier Kinder. Und es hat irgendwie so ein... Also wir sind ja so sehr, ich sag mal, sehr naiv gestartet. Oder was ist das richtige Wort? Also wir sind schon mit so einem... einfach mal ausprobieren und sehr irgendwie auch unverbindlich. Ne? Jetzt erstmal hier für ein halbes Jahr hin und mal gucken, wie es wird. Und jetzt so mit den ersten Familien habe ich das Gefühl, boah, da sind Leute, die glauben auch an diese Idee und die sind wirklich bereit, auch ihr Leben sich aufzubauen. Und das macht total Hoffnung, einfach die Kinder hier spielen zu sehen. Ja. Direkt am Marktplatz liegt auch die alte Schule, jetzt nicht mehr leer. Die Fuchsmühlengemeinschaft hat hier eine Wohnung, Büros, einen Veranstaltungsraum. Und die Food Coop, eine Art Einkaufsgemeinschaft für Lebensmittel für Fuchsmühlenmitglieder. Hier versorgt sich auch Sarah, die seit September 2022 mit ihrer Familie in Waldkappel lebt. Ich glaube, für mich ist es, was hier so unterscheidet von so vielen Orten, wo ich schon war, ist die Art und Weise, wie wir miteinander sind. Also so, dass wir nicht versuchen, alle gleich zu sein, sondern dass wir uns so akzeptieren in unserer Verschiedenartigkeit und einfach versuchen, aber miteinander trotzdem zu gestalten. Und die Kinder haben auch, die fangen an, mit den verschiedensten Leuten in Beziehung zu gehen und in die WGs zu kommen und zu klopfen und zu gucken, ob sie irgendwo Süßigkeiten bekommen. Und auch, weiß ich nicht, Levin war letztens in der Gartenstraße und das ist eine Straße weiter, Schach spielen mit einem von. Und diese Art, dass die wie so eigene Beziehungen aufbauen zu Erwachsenen, ist total schön. Das tut denen voll gut. Und mir auch, weil ich dann halt mehr Zeit habe Auch Britta gehört zu den Neuankömmlingen im Fuchsmühlen-Netzwerk. Früher wohnte die Erzieherin in einer WG in Kassel. Es ist so eine lange Sehnsucht, wo ich eigentlich schon lange nachgesucht habe, nach einer Gemeinschaft, die nicht so nur so ganz eng ist und nur mit sich zusammen, sondern auch den Kontakt nach außen pflegt. Und das hat sich hier, das ist die Vision und das finde ich total schön. Ihre Entscheidung, anders zu leben, ist für manche in ihrem früheren Umfeld nicht nachvollziehbar. Doch die klassischen Rollenbilder sind für Britta kein Maßstab. Ja, das Konzept hat für mich noch nie so gepasst, wie ich das gelernt habe und wie viele von uns das gelernt haben, dass ich dann einfach mit einem Mann und Kindern so zu Hause und mir ein Reihenhaus hole und einen Hund oder so. Das hat für mich, ja, passt so nicht. Und es ist aber auch herausfordernd, das anders zu leben, weil viele nicht so leben. Also in WG-Strukturen, in Geld teilen, nicht mit Familie. Innerhalb von Familie ist es für viele ganz logisch, dass Geld geteilt wird. Und ich frage mich, warum geht das nicht außerhalb von der Familie? Und das probiere ich hier, aber es ist auch immer wieder eine Herausforderung. So. Ja. Eine Wohnung in der Gartenstraße in Waldkappel, eine der WGs der Fuchsmühle. Karim ist erst vor kurzem hergezogen. Hier wohnt er zusammen mit 6 anderen. Ein genauer Plan hilft beim Organisieren. Gemeinsames Kochen, Essen, Haushalt. So funktioniert das Zusammenleben. Ja, dann kommt mal mit. Hier lebe ich. Das hier ist mein Zuhause. Also mein Bett quasi. Genau, und wir teilen uns zu dritt hier das Schlafzimmer. Eine Matratze auf dem Fußboden und 2 Fächer im Regal. Mehr braucht Karim im Moment nicht. Ich hatte schon sehr stressige Phasen in meinem Leben, also wirklich sehr stressige Phasen, durch Arbeit, durch Studium und so weiter. Und irgendwie hat sich dieser Prozess, mich so ein bisschen einzuschränken und mit weniger zu leben,
so ergeben. Und ich muss sagen, dass ich wirklich mich eigentlich gerade so leicht und so glücklich fühle wie selten einfach, weil ich mich um weniger kümmern muss. Karim hat 2 Studienabschlüsse, arbeitet mit Geflüchteten und als Erlebnispädagoge und engagiert sich auch in der Umweltbewegung. Das Leben in der WG, das Miteinander in der Gemeinschaft, tut ihm gut. Ein bisschen Familie, ein bisschen Zuhause, weg aus der oft anonymen Stadt. Um besser im Ort anzudocken, spielen Karim und einige andere aus den Fuchsmühlen-WGs im Fußballverein im Waldkappel. Auch Elena ist dabei. Dienstagabend ist Training. Hinter Patte, komm. Ja, sehr gut, komm Patte, jawohl. Ja, Freitag, leider 2-0 verloren. Ärgerlich. Unterm Strich wäre ein Punkt verdient gewesen, auch wenn die Zeitung es leider anders gesehen hat. Wichtig ist jetzt am Sonntag Wichmannshausen, da müssen wir punkten. Ich habe die gesehen. Also da dürfen wir eigentlich gar nicht verlieren. Elena, Karim und Robin kommen regelmäßig zum Training, sind Teil der Mannschaft. Für sie geht es dabei nicht nur um den Sport. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir nicht nur Veranstaltungen machen und sie sollen irgendwie dazukommen. Dass es wichtig ist auch, dass wir zu den gegebenen Strukturen, die schon vorhanden sind hier, auch dazukommen und auch zeigen, hey, wir sind interessiert oder wir wollen auch mitbekommen. Also noch andere Dinge, die hier auch sonst so passieren. Und dadurch entsteht schöner Austausch und ich glaube, der wäre nicht gegeben, wenn ich jetzt nicht hier dazugekommen wäre und genau ab und an beim Training dabei bin. Zu Beginn wurden die jungen Leute, die in die Fuchsmühle zogen, im Garten Workshops veranstalteten, in Stadtversammlungen auftauchten, noch kritisch betrachtet. Elena ist Ergotherapeutin und eine der wenigen der Fuchsmühle, die im Ort in Waldkappel arbeiten. Wir gehen so in Brusthöhe. Ich werde häufig als, du bist einer aus der Fuchsmühle, beschrieben oder genau, das ist für mich, also es ist irgendwie schwierig in Worte zu fassen, aber es ist schon eine Akzeptanz, ein Interesse, manchmal auch so ein bisschen ein Fragen, was bedeutet das, was machen wir hier, was macht ihr hier und ich habe aber das Gefühl, es ist ein Austausch so auf beiden Seiten, ja, das vielleicht auch erleichtert, dass ich hier einfach mich durch den Beruf so in das Leben hier in der Stadt mit reinbegebe, so. Irgendwie vielleicht ein bisschen berührbarer oder so. Nach dem Kauf der alten Mühle über Genossenschaftsanteile boten Nachbarn der Gemeinschaft noch 2 weitere Häuser an. Da immer mehr Menschen sich dem Fuchsmühlen-Netzwerk anschließen, hat die Gruppe auch diese renovierungsbedürftigen Häuser gekauft. In einem möchte sich Sarah jetzt ein eigenes Zimmer herrichten. In dem anderen hat sie mit ihrer Familie eine Wohnung. Also ich kann halt handwerklich fast nichts und trotzdem habe ich wie den ganzen Kalkputz gemacht, irgendwie den Boden abgemacht, drüben den Lehmputz gemacht, halt alles, weil es halt andere Leute gibt, die es können. Und irgendwie, also Jakob ist ja Lehmbauer und der hat uns das alles gezeigt und voll die Ermächtigung. Was bist du eigentlich vom Beruf? Chemikerin. Dass überall noch Baustelle ist, dass sie immer wieder mit anpacken muss, macht Sarah nichts aus. Ich mag irgendwie improvisierte Räume, deswegen, also das fühlt sich für mich dann nicht fertig an und lebendiger. Aber andere Leute sind hier eingezogen und konnten hier nicht wohnen, weil es sich nach so viel Druck anfühlt, weil halt so viel zu tun ist und es nie fertig wird und so. Ja, genau. In dem Haus hat vorher ein älterer Nachbar gewohnt, der zu seinem Sohn gezogen ist. Und nicht nur hier gibt es jede Menge zu tun. Das Wohnhaus der Fuchsmühle, die Scheune, 2 Wohnhäuser und die alte Schule. Die Gemeinschaft soll helfen, dass sich die einzelnen WGs nicht mit den Arbeiten allein gelassen fühlen. Gemeinsam etwas wuppen, das ist das Motto dieser Aktion. Ich beschäftige mich ja irgendwie schon jahrelang nach dieser Frage, wie wir uns gemeinsam organisieren können. Und hier ist es wie so wirklich ausprobieren und herausfinden, welche Strukturen braucht oder eben wie können wir kommunizieren, wie wird es nicht zu viel, wie können Leute teilnehmen. Also es ist sowieso mein Interesse
auch so drauf zu gucken. Deswegen finde ich es total schön, Teil davon zu sein. Und trotzdem ist es eben so in Zeitkonkurrenz. Also jede Zeit, die ich in einem Erwachsenenkreis bin, bin ich vielleicht nicht bei den Kindern. Und also das ist schon herausfordernd. Früher wohnte Sarah mit der Kleinfamilie in Dresden, arbeitete am Max-Planck-Institut. Die etwas andere Form des Zusammenlebens ist für sie eine gute Erfahrung. Also so viele nährende Beziehungen zu haben, so viele Menschen, die irgendwie da sein können, wenn irgendwas ist. Auch so, dass dieses bekümmert zu werden auch so als Kleinfamilie ist es ja irgendwie so, ist die Mutter meistens irgendwie die so die ganze Zeit sich kümmert, dass es allen gut geht. Und hier erfahre ich halt das andere, sich um mich kümmern. Ja. Es ist halt eine Utopie. Also es ist so an was dran zu sein, was vielleicht auch so modellhaft sein kann oder so anstecken kann, wie wir uns irgendwie als Menschen anders organisieren könnten. Bevor Sarah zur Fuchsmühlengemeinschaft stieß und mit ihrem Mann und den 2 Kindern nach Waldkappel zog, fuhren sie ein halbes Jahr mit einem umgebauten Feuerwehrauto durch Deutschland. Jetzt sind sie angekommen, können endlich die Kisten auspacken. Oh, Sandalen. Toll. Ja. Das sind jetzt meine Tattoos, weil ich sie gefunden habe. Meine Dino-Tattoos. Aber ich glaube, jetzt geht's. Es ist Ende Mai. Seit einiger Zeit kümmern sich die Fuchsmühlenbewohner auch um die verwilderten Streuobstwiesen rund um Waldkappel. Heute sollen zugewachsene Obstbäume wieder freigestellt und beschnitten werden. Die meisten hatten vorher nicht viel mit Garten oder Landwirtschaft zu tun, haben die Techniken erst hier gelernt, sind auf Leute aus der Nachbarschaft zugegangen, haben sie gefragt und um Hilfe gebeten. Das ist für Leute irgendwie voll irritierend, dass wir als junge Menschen dann in so ein Dorf halt ziehen und sich einfach fragen, ob das so, ja, ob wir einfach hier auch wirklich bleiben und sein wollen oder nur so Eintagsfliegen sind, genau. Und da sind wir immer wieder im Austausch. So, nein, wir wollen hier sein und hier wohnen und klar müssen wir auch ausprobieren und gucken, wie das geht. So. Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass ich hier richtig gut angekommen bin und ja, irgendwie schon ein bisschen tiefer gesunken bin, so mit der Landschaft und was hier allem ist, dass ich mir so immer wieder schon auch Bilder ausmal von, ja, erstmal hier zu bleiben und natürlich nicht zu wissen insgesamt, wo es mich noch hinzieht, aber also ich verspüre eigentlich die letzten Jahre nie den Wunsch, irgendwo anders hinzugehen. So. Und das ist ein schönes Gefühl, hier so anzukommen. Nicht nur hier wohnen, sondern auch immer mehr Verantwortung für die Region und die Landschaft zu übernehmen. Ein wichtiger Teil in der Gemeinschaft der Fuchsmühle. Seit Mai gehört ihnen als Genossenschaft ein 4 Hektar großes Stück Wald, finanziert durch Crowdfunding. Zimmermann Johann und Künstlerin Priska beim Gang durch ihren Wald. Ungefähr 1 Kilometer. Also dadurch wird natürlich noch mal mehr auch möglich, eigenes Brennholz und eigenes Wertholz zu ernten und auch einen Waldbau zu betreiben, der eben möglichst ressourcenschonend und aufbauend ist. Und das ist natürlich schön, wenn wir da auch selber Hand anlegen können. Also der Holzwurm in mir, der wird da ganz zittrig und freut sich riesig. Auch hier haben sie sich von außen Hilfe geholt, so ganz ohne Beratung einfach mal Land und Wald zu kaufen. Das funktioniert auch bei aller Begeisterung nicht. Also mein Papa ist Förster und ich war ziemlich oft mit ihm im Wald unterwegs. Und mein Papa war auch mit uns schon hier und wir haben so einen Waldbegang gemacht und da hat er uns auch richtig viele voll wertvolle Tipps mitgegeben und uns total viel gezeigt und es war so richtig schön, so seine Begeisterung zu fühlen und da auch von ihm lernen zu können. Ich merke so, dass dann auch so in mir so noch viel mehr Begeisterung da ist, wenn ich jetzt hier durch den Wald laufe und so viele Dinge sehe. Der Baum wahrscheinlich, der wird fallen, die krumme Eiche.
Nicht alle im Ort finden die Aktionen der Gemeinschaft ausschließlich gut. Auch die Art und Weise der Finanzierung weckt in manchen so etwas wie Missgunst, vielleicht sogar Neid. Also ich glaube, was viele Menschen oder was ja neu ist, dass es eben keine Einzelpersonen kaufen, sondern dass es irgendwie eine Gruppe von Menschen, vor allem mit Fremdkapital, irgendwie möglich macht, dass die Sachen gekauft werden. Und das ist bei vielen ist das ein recht neues Konzept. Und genau, wo ich aber auch schon von einem befreundeten Bauern gehört habe, der gesagt hat, jo, da könnten wir noch was von euch lernen, so, ne, wenn es darum geht, irgendwie Geld zu akquirieren. Und manchen stößt es natürlich auch auf. Ich glaube auch so ein bisschen so eine andersherum gedachte Gentrifizierung. Ne? Also wenn jetzt irgendwelche Alt-Berlinerinnen in Berlin sagen, was eine Kacke, dass hier die ganzen Yuppies dazuziehen. Ich kann mir die Wohnung nicht mehr leisten und. So ähnlich wird es wahrscheinlich auch hier mit alteingesessenen Bewohnerinnen der Region sein, die sagen, ey, ihr Stadtkinder, bleibt doch mal bitte da, wo ihr seid und lasst uns hier unser Land. Und das ist aber, glaube ich, auch nur ein kleiner Teil, der das so stark sieht. Ganz viele freuen sich, dass junge Menschen hier sind und Projekte losgehen und so. Die Idee, eine Region wiederzubeleben und ein stabiles Netzwerk für möglichst viele Menschen zu schaffen, seit 2,5 Jahren wird hier daran gearbeitet. Die Wohnräume und der Garten rund um die Fuchsmühle sind oft Treffpunkt für alle möglichen Seminare. Ja, wir hatten jetzt letzte Woche auch eine WUP-Woche, eine interne. Und da sind diese Bauten hier entstanden. Das sind jetzt unsere Outdoor-sanitären Anlagen. Genau, das hier ist ein Kompostklo und dann haben wir hier ein wunderschönes Waschbecken gebaut. Und hier gibt es eine richtig tolle Außendusche. Ja, und in ein paar Tagen ist das alles hier entstanden und das wird auf jeden Fall auch ein bisschen die WG entlasten, dass dann da halt auch mehr Menschen diese äußeren sanitären Anlagen nutzen können, auch für Veranstaltungen und so, die vielleicht noch kommen. These hands are strong, these hearts are wide, I'm on your side. Okay, ich fände es richtig schön, wenn so mehr Bänke irgendwie an Ecken stehen. Also vielleicht könnt ihr so einfache Bänke bauen. Und dann gibt es in der alten Schule noch was. Putzen und bisschen bauen auch. Bauen auch. Regelmäßig werden auf dem Grundstück rund um die Fuchsmühle Treffen veranstaltet, für die Mitglieder des Netzwerkes, aber auch für interessierte Externe. Es geht um Gemeinschaft, um Commoning. Es gibt Seminare, aber es wird auch praktisch gearbeitet. In den Gärten und Häusern gibt es immer etwas zu tun. Wer in welchen Bereichen arbeitet, ist bei den WG-Mitgliedern nicht festgelegt. Die einen zieht es mehr in den Garten, andere haben sich mit der Zeit echte handwerkliche Fähigkeiten angeeignet. Irgendwie ist man bei dieser Mühle halt nie fertig. Es ist einfach für immer Pflege. Ich habe so ganz viel darüber gelernt, also wie jetzt mit diesen Fenstern, dass es einfach so eine unendliche Fülle an Aufgaben gibt und ja, mit so dieser Unvollkommenheit und Unfertigkeit irgendwie so gut zu leben, einfach. Und auch, ja, immer wieder, es kommen irgendwie Konflikte und dann versöhnt man sich aber auch irgendwie wieder und es geht irgendwie immer weiter und da so auch dran zu bleiben und die Ruhe zu bewahren. Es läuft also auch hier nicht alles nur rund. Manche Ideen der Gemeinschaft erweisen sich mit der Zeit als nicht alltagstauglich. In der alten Schule zum Beispiel. Dort werden heute die Räume geputzt und aufgeräumt. Neben dem Bereich für Lebensmittel hat die Gemeinschaft eine Verschenke-Ecke eingerichtet. Die platzt mittlerweile aus allen Nähten. Halt da, ja. So erster Impuls. Nein. Jein. Grundsätzlich ist es, glaube ich, schon für viele Leute auch richtig cool, hier ein paar Sachen lassen zu können und dann ihr eigenes schlechtes Gewissen vielleicht ein bisschen beruhigen zu können. Deswegen ja auch die Dynamik, dass es eher mehr wird als weniger. Schnell wir ein bisschen jetzt aufräumen. Genau, aber das ist schon ein Geben und Nehmen auf jeden Fall. Also es ist halt richtig krass, weil der Versuch ist ja hier von der Verschenke-Ecke sozusagen zu vermeiden, dass alles weggeschmissen wird und diese Ecke platzt einfach aus allen Nähten. Es ist so klar, dass wir
das nicht haben wollen. Keiner will das mehr haben, selbst geschenkt nicht mehr. Bei Veranstaltungen leuchten. Die kommt weg, oder? Auch wenn es schwerfällt, die Sachen müssen auf den Müll. Sich von manchen Ideen und Idealen zu verabschieden, zu akzeptieren, dass einiges nicht auf Anhieb funktioniert, auch das gehört dazu. Nice. Das ist einfach geil, wenn das so Stück für Stück. Mittagspause an der Fuchsmühle. Mit den Arbeiten rund um das Gelände sind sie gut vorangekommen. Mittlerweile hat sich in den sozialen Netzwerken herumgesprochen, dass es hier einen Platz gibt, der sich für Vereinstreffen, Seminare und Workshops gut eignet. Die Bewohner und Bewohnerinnen bekommen dafür Spenden. Es heißt aber auch, gerade an den Wochenenden ist hier immer einiges los. Also ich finde es einfach hier, unser Gelände ist ja mega schön. Wir haben hier diese 3 Gärten, wir haben diese alte Mühle und ich mag es hier richtig gerne, mit ganz vielen Leuten zu sein und hier dran irgendwie so weiterzubauen und weiter zu basteln. Und das ist ja auch so eine der Kernideen von Commoning, dass man zusammenkommt und nach Bedürfnissen und Fähigkeiten sich organisiert und zusammen was wuppt, also zusammen was aufbaut, ohne dass jetzt jemand damit irgendwie Geld verdienen würde oder irgendjemand was arbeiten müsste, sondern einfach, weil es halt Spaß macht. Genau. Und diesen Ort hier so weiterzuentwickeln und dann noch eine gute Zeit zusammen zu haben, das ist für mich ein richtiges Highlight. Wir vor einem Monat ungefähr. Tabea hält heute einen Vortrag zum Thema Finanzen. Viele sind daran interessiert, wie in der Gemeinschaft mit Geld umgegangen wird, wie die Finanzierung abläuft. Manche haben gut bezahlte Jobs, andere verdienen weniger, einige studieren noch. Wie kann das klappen bei mehr als 40 so unterschiedlichen Leuten? Wird einfach alles geteilt? Manche haben eine WG-Kasse, manche machen interne Bieterunden. Und was wir haben, ist im Netzwerk Bieterunden für die Grundversorgung. Das heißt, für Wohnen, für Essen gibt es eine Bieterunde. Da sagen wir dann, okay, das ist das, was wir alles ausgeben. Und jeder oder jede gibt so viel sie geben kann. Das ist die Idee einer Bieterunde. Also ich kann vielleicht im Monat 500 € für das Essen und für die Miete zahlen und mehr Geld habe ich gerade nicht. Und eine andere Person sagt, boah, ich habe diesen Monat oder diese Monate gar nichts, ich kann vielleicht nur 100 und die andere sagt, vielleicht ich habe 1000. Dann macht es ja auch Sinn, da was umzuverteilen, weil die Leute unterschiedlichen Zugang zu Geld haben. Und ich setze es um. Auch beim Thema Geld läuft nicht immer alles ohne Konflikte. Die Basis ist Vertrauen, dass niemand das Gefühl hat, ausgenutzt zu werden. Ich würde sagen, wir haben das schon viel gut gemacht an ganz vielen Stellen, weil es ist so geil, in einem Haus zu wohnen und du hast nicht so eine Abrechnung die ganze Zeit. Ah ja, jetzt war ich einkaufen, muss es aufschreiben, jetzt muss ich das aufschreiben und das. Und wir verrechnen das die ganze Zeit, super viel Arbeit. Es ist auch noch nicht perfekt. Also ich glaube, das sind wir stetig am Weiterentwickeln, wie das immer besser werden kann. Zu gucken, wie kann das sich richtig gut anfühlen. Und da muss man halt auch lernen zu nehmen. Ich glaube, das Nehmen ist meist viel schwieriger für die Menschen als zu geben. Also sich zu trauen, zu sagen, ich habe gerade nicht so viel und ich traue mich weniger zu geben. Also in dem Sinne nehme ich was. Das muss man auch erst lernen. Seit einiger Zeit arbeiten die Fuchsmühlen-WGs mit einem solidarischen Landwirtschaftsbetrieb ganz in der Nähe zusammen. Heute holen Elena und Karin die Gemüsekisten für das gesamte Netzwerk ab. 17 Salatköpfe und die anderen zum Abwiegen. Zählst du? Wir haben Signalgruppen und da wird dann quasi reingeschrieben, so Gemüse ist da und dann werden machen das die WGs individuell, dass die sich das Gemüse dann später abholen. Also wir bringen das jetzt an den Ort und da ist die weitere Verteilstation. Gemeinschaftlich denken, die Region stärken, ländliche Betriebe unterstützen. In den vergangenen Jahren haben sie hier rund um Waldkappel einiges erreicht. Anfang Juni lädt die Gemeinschaft zum Holunderfest auf die Fuchsmühle. Leute aus der Umgebung sollen kommen, einfach so, zum Kennenlernen. Es gibt aber auch wieder verschiedene Vorträge und Workshops. Aus diesem Open Space bestehen. Das heißt, Noch immer ist einigen Alteingesessenen im Ort nicht klar, warum die Neuen hier leben.
Johanna Schenk gehörte früher die Fuchsmühle. Sie kommt gerne zu Besuch. Also ich bin jemand, glaube ich, der ziemlich offen ist. Aber es gibt halt viele Leute, die sagen, was ist denn da los und wie sieht es denn da jetzt aus oder so. Ja, das Gras ist ganz hoch und so weiter. Ich sage, freut euch doch. Ist doch schön für Waldkappel, dass so viel Zuspruch da ist. Ne? Die meisten sind den Neuen gegenüber eher aufgeschlossen, kommen gerne zu Veranstaltungen wie diesen. In den Sommermonaten ist an beinahe jedem Wochenende irgendeine Aktion. Hier in einem goldenen Stübchen in der Mitte des Hauses. Wisst ihr, wer dieses Buch geschrieben hat? Zwischen all dem Trubel und den Vorbereitungen sind nun auch die Renovierungsarbeiten in Sarahs Zimmer beinahe fertig. In ein paar Tagen wird sie den Raum als ihren Rückzugsort nutzen können. Neben dem Wunsch nach Gemeinschaft und Miteinander gibt es auch das Bedürfnis nach Ruhe. Das ist ja auch so, dass immer mehr so gemerkt wird, dass jede Person braucht wie einen Rückzugsraum. Das muss nicht wie ihr eigener sein. Also das kann auch sein, dass es da irgendein System gibt, wie sie sich reinteilen. Aber so die Möglichkeit zu haben, Ruhe zu haben und Abstand ist, glaube ich, so total wichtig. Also gerade wenn man so viel miteinander aushandelt. So. Und das ist auch irgendwie eine total gute Erkenntnis. Nebenan arbeitet Isabel an ihrem neuen Zimmer. Hier wird sie noch bis September wohnen. Dann zieht sie nach Berlin, wird die Gemeinschaft verlassen. In der Ursprungs-WG der Fuchsmühle hatte sie zu wenig Raum. Irgendwann ging das nicht mehr. Ich habe ja 2,5 Jahre da gewohnt, habe da von Anfang an das mitgegründet und war so, ja, es hat mir selber auch irgendwie im Herzen wehgetan zu gehen und trotzdem so irgendwie spüre ich das sehr klar, dass was anderes dran ist und ja, das war dann auch nicht nur leicht, der Prozess. Also für mich war es dann am Ende schon herausfordernd, mit 7 Menschen die ganze Zeit auch im Alltag so im Kontakt zu sein. Aber es war auch schwer, die Entscheidung zu treffen. Genau, es war nicht nur leicht. Aber sie ist schon getroffen. Isabels Plan, nach einer Zeit des Abstands wiederkommen. Einmal gehen, sich von dem zu viel an Gemeinschaft und Verantwortung befreien, Neues kennenlernen. Bis ihr Zimmer für die letzten Monate fertig ist, schläft sie weiter im Wohnwagen im Garten. Im Moment braucht sie die Ruhe. Ein halbes Jahr hatten sich die ersten Bewohner und Bewohnerinnen der Fuchsmühle zu Beginn gegeben. Zum Ausprobieren und Testen, ob es was ist, das gemeinschaftliche Leben auf dem Land. Nun sind sie seit 2,5 Jahren hier, haben Häuser gekauft, einen Wald. Andere Menschen und Familien sind hergezogen, weil auch sie an die Idee des Miteinanders glauben. Die Verantwortung, die bringt schon vielleicht ein bisschen Ernsthaftigkeit mit sich. Aber irgendwie auch so viel Schönheit. Aber genau, wir sind reifer geworden und damit geht so eine gewisse Unbeschwertheit auch verloren. Aber die kommt ja jetzt in der nächsten Generation. Es ist ja jetzt auch, wir stehen ja dann, wenn da Kinder sind, dann sind wir ja nicht mehr die jüngste Generation. So, dann gibt es ja sozusagen welche, für die wir sorgen. Die Verantwortung ist größer geworden. Umso schwieriger ist es oft, die für die Gruppe wichtigen Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Verschiedene Themen, die das Netzwerk der Fuchsmühle betreffen, werden einmal im Monat in einer Art Plenum vorgestellt und diskutiert. Und vielleicht so kurz zum Überblick für heute. Wir haben jetzt auch gar nicht so groß viele Sachen und haben so die Hoffnung, dass wir eigentlich recht schnell und irgendwie fokussiert und gut so durchkommen können. Zum Treffen gehören auch bestimmte Rituale, wie heute die Begrüßung von Sid und Hündin Cassie. 2 neue Mitglieder der Fuchsmühlengemeinschaft. Wir können kurz Hey, 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 hey,
Cassie, Cassie, Cassie. Dankeschön. Willkommen. Wichtigster Punkt neben der Begrüßung auf der Tagesordnung, die Imkerei auf dem Gelände der Fuchsmühle. Da gibt es noch viele offene Fragen. Also das eine ist, dass wir eben die Bienen auf eine Art halten, wie es irgendwie gut für die ist und wie es für uns auch stimmt. Und ja, freilich stellen wir Honig her, ne, und geben den raus, aber das hat eben keinen Preis. Ich habe noch nicht verstanden, wie ihr das Geld wieder reinbekommen wollt. Die Struktur ist noch nicht klar, ne? Ich weiß es nicht, das ist noch nicht zu Ende gedacht. So, ne? Bienenhaltung ja oder nein? Die Frage wird die Gruppe heute den ganzen Tag beschäftigen. Wir organisieren uns zusammen für unser tägliches Leben und wir müssen aber auch ganz viele Entscheidungen zusammen treffen. Und deswegen einmal im Monat Suppenkessel. Das heißt, wir treffen uns so circa 6 Stunden und mit langer Pause dazwischen, manchmal ist es auch kürzer. Und wir essen danach immer eine Suppe zusammen. Wir köcheln quasi eine Suppe und deswegen haben wir das so genannt. Deswegen heißt es Suppenkessel. Und im Suppenkessel geht es jetzt weiter um die Frage, ob Imkerei Ausbeutung von Bienen ist und ob die Fuchsmühle unter ihrem Namen Honig verkaufen will. Nicht jeder in der Gemeinschaft nimmt an dem Suppenkessel teil. Elena nutzt die Zeit diesmal lieber, um mit den Kindern von Ida und Sarah zu töpfern. In einer Gemeinschaft Entscheidungen zu treffen, kann dauern und ist nicht immer einfach. Ich würde sagen, ja, Zeit ist da ein Geschenk, wenn wir die haben, uns so viel Zeit zu nehmen, darüber zu sprechen. Und es gibt andere Teile in mir, die sich denken, boah, ey, Leute, so lange rumsitzen. So, also es ist einfach vielschichtig. So. Und mal habe ich die und die Haltung. Aber ich persönlich bin, glaube ich, der Mensch, der jetzt grundsätzlich andere Bereiche hat, in denen ich mehr tätig bin. Oder, ja, ich weiß nicht, wie ich das so sagen soll. Nicht so viel oder nicht so viele Stunden im Suppenkessel dabei sein kann. Ich bin irgendwann einfach von meinem Kopf her sehr voll. Auf das hierzu vorliegende Konzept. Jede Meinung soll gehört und auch berücksichtigt werden. Entscheidungen zu bestimmten Themen können sich so natürlich in die Länge ziehen. Also eigentlich ist das immer herausfordernd, mit vielen Leuten eine Entscheidung zu treffen. Ja, und ich finde das cool, dass wir das üben und dass nicht die lauteste Stimme oder die am selbstbewusstesten ist, dann einfach entscheidet, so machen wir das. So erlebe ich das auch viel, dass dann einfach die Lauten oder so, die gut sprechen können, die von der Gruppe gut reden können, dass die dann entscheiden. Also das sozusagen so ein bisschen zu umgehen. Also für mich ist es manchmal total schön, dass wir das so machen, diesen Suppenkessel samstags. Manchmal gibt mir das wieder so eine Anbindung mit den ganzen Leuten hier. Und dann merke ich auch, was für Themen da sind und was gerade wichtig ist. Genau. Und manchmal ist es auch so, okay, es ist Sommer. Ist auch schön, wenn wir nicht allzu lange jetzt zusammensitzen. Ja. Okay, dann genau, schließt die Augen und genau, wenn ihr soweit seid, könnt ihr gerne zeigen, was ihr habt. Entscheidung. So ganz eindeutig fällt das Ergebnis dann nicht aus. Die Diskussion zum Thema Bienenhaltung ist doch schwieriger als vermutet. Für die meisten hier ist das aber okay. Ich bin schon zufrieden, ja, weil es irgendwie eine wichtige Frage für uns, wie wir mit Tieren umgehen. Also wir haben ja voll die Möglichkeit hier, uns ganz viele Haustiere zu holen oder mit Bienen Sachen zu machen. Aber wollen wir das überhaupt? Ist das wirklich auch gut für uns und für die Tiere und so weiter? Das finde ich eine wichtige Frage. Deswegen finde ich es gut, dass wir uns das angeguckt haben. Und wir haben uns aber ein paar Grundsätze gegeben, wie wir mit dem Thema weiterarbeiten wollen quasi. Also genau, also so eine Gleichzeitigkeit von, ja, wir haben ein paar Bedenken. Wir wollen uns das Thema noch mal stärker anschauen auch. Aber trotzdem voll cool, dass ihr das machen wollt und macht es gerne. Zusammenleben bedeutet Arbeit, Kompromisse. Das ist hier nicht anders als in anderen Gemeinschaften. Die Sehnsucht nach einer neuen Form des Miteinander hat sie zusammengeführt. Im Moment geht es nicht mehr darum, dass die Gemeinschaft der Fuchsmühle wächst.
Es geht darum, tragfähige Strukturen zu schaffen. Karim hat wie viele andere hier seinen Platz gefunden, arbeitet mit daran, dass Zusammenleben funktioniert, träumt von einer Zukunft in der Region. Doch wie kann das aussehen? Anfang Juli in Bad Soden-Allendorf. Menschen aus dem Netzwerk der Fuchsmühle haben gemeinsam mit anderen eine Zukunftskonferenz organisiert. Im Kongresscenter der Stadt treffen Leute aus Politik, der Forschung, verschiedene Anbieter aus Nordhessen und Interessierte zusammen. Wie kann sie aussehen, die Zukunft hier in der Region, und was kann jeder Einzelne oder die Gemeinschaft für ein besseres Leben tun? In Workshops darf jeder erst einmal träumen. Also mir fällt es schwer. Kann es vielleicht das auch geben, dass man Lebenskonzepte findet, dass man keinen Strom braucht? Also die Möglichkeit zu haben, autark leben zu können, was Energie angeht. Wir haben keine Armut mehr in der ganzen Region. Themen wie Energie, Ernährung und demografischer Wandel sind für alle hier relevant. Also wir wollen natürlich träumen, es geht ja um die Zukunft, also muss man erstmal überhaupt so ein Zukunftsfenster aufmachen, wo man sagt, okay, wir stellen uns erstmal alles vor, was irgendwie möglich ist, um aus so einer Alternativlosigkeit quasi rauszukommen. Aber dann wollen wir auch konkret werden und da so ein bisschen uns dazwischen bewegen. Es sollen hier schon konkrete Projekte rausgehen, die diese Region besser aufstellen, was halt Wirtschaften angeht, das resilient ist, also dass auch krisenfest ist und das auch ökologisch ist. Ja. Monatelang haben ein Teil der Leute aus der Fuchsmühle zusammen mit anderen das Konzept und die Realisierung der Konferenz vorbereitet. Robin arbeitet hauptberuflich im Bereich Regionalentwicklung. Für ihn und alle Beteiligten ist heute ein wichtiger Tag. Mehr als 90 Menschen sind gekommen, ein großer Erfolg. Ich finde das richtig cool. Also es kamen auch einige Leute, die das einfach so vor den Plakaten jetzt gesehen haben. Und das ist ja total spannend und darum geht es ja auch, dass so, ich glaube hier so dieser Ort bietet noch mal mehr die Möglichkeit für Menschen einfach so vorbeizukommen. Das ist wie so ein offizieller öffentlicher Raum. Das hast du richtig. Das ist gut. Heute können die Mitglieder der Fuchsmühle ein bisschen stolz auf sich sein. Fuchs, Fuchs, Fuchs. Hey. Der Kongress zeigt, dass sie mehr sind als nur naive Träumer. Das, wo wir jetzt stehen, hätte ich mir vor 2 Jahren nicht erträumt. Das war ja vor 2 Jahren, kannten wir uns ja noch nicht so lange. So, was wir jetzt alles schon durchlebt haben, ist halt der Wahnsinn und das trägt mich auch so. Ne? Da merke ich, das gibt mir einfach eine unglaubliche Stabilität so in meinem Leben. So, das ist so ich sag mal so meine Zugehörigkeit, die ist da so richtig gesichert. Also das ist irgendwie so. Und so von diesem Boden aus kann ich natürlich eigentlich auch viel mehr Ressourcen, um irgendwie mich zu engagieren und Sachen zu organisieren. So. Über die Zeit hat sich immer mehr das Gefühl bei mir so entwickelt von, ach, hier möchte ich wohnen. Also hier ist so für mich so viel Vielfältigkeit an Leben möglich oder an, wie ich mein Leben gestalten möchte. Sehr viel Freiraum und ich habe aber auch Strukturen, die vorgegeben sind. Ich war ja mal 1 Jahr weg in Schweden studieren und als ich wiedergekommen bin, waren total viele Menschen da, die ich noch nicht kannte. Und ich wusste auch nicht, wie wird es, ne? So, ist es noch mein Zuhause jetzt? Ist ja alles irgendwie ein bisschen anders. Und ich war so positiv überrascht, weil es noch viel besser war als vorher. Zukunft gelingt nur miteinander. Der improvisierte Chor bringt das nochmal am Ende der Tagung auf die Bühne. Ein gelebtes Experiment mit ungewisser Zukunft, so haben die Bewohner der Land-WG in der Fuchsmühle das Projekt zu Beginn bezeichnet. Nach 2,5 Jahren zeichnet sich für Elena und die anderen ab, das Experiment ist gelungen.